Möchtest du dir gerne selber Kleidung nähen, aber weißt nicht, wo anfangen? Dann ist dieses Video perfekt für dich. Denn hier erkläre ich, worauf du bei der Vorbereitung achten musst, damit dein Nähprojekt schon auf dem besten Weg zum Erfolg ist. Ich bin Jenny und in meinem Kanal So You dreht sich alles ums Thema Nähen. Kleidung und Accessoires nähen, upcyclen, abändern. Hier lernst du, wie es geht. Der erste Schritt, wenn du dir gerne selber ein Kleidungsstück nähen möchtest, ist, dich für ein Schnittmuster zu entscheiden. Schnittmuster findest du zum einen in Stoffläden, wo sie entweder einzeln verpackt sind, oder du hast einen Katalog, den du durchschauen kannst und dann dich für ein Schnittmuster entscheiden kannst. Online findest du selbstverständlich eine noch viel größere Auswahl. Dabei möchte ich noch darauf hinweisen, dass du aufpassen musst, wie das Schnittmuster geliefert wird. Besonders für Näheinsteigerinnen und Näheinsteiger empfehle ich ein Schnittmuster, das auf einen großen Papierbogen gedruckt wurde und das man dann nur noch in der passenden Größe ausschneiden muss. Denn mittlerweile gibt es auch andere Formen, die man kaufen kann. Also zum Beispiel die digitale Version, wo man es selber ausdruckt. Da muss man dann ziemlich viele A4-Papiere ausdrucken und zusammenkleben. Es funktioniert, man muss aber einfach darauf achten, dass das Schnittmuster dann auch in der richtigen Größe ausgedruckt wird. Wie du siehst, ist hier schon mal eine sehr große Fehlerquelle, dass man das Schnittmuster falsch ausdruckt, also dass der Drucker das Schnittmuster irgendwie noch verkleinert oder vergrößert und am Schluss hat man das Schnittmuster dann in einer falschen Größe und es passt vielleicht gar nicht mehr. Also das ist eine Fehlerquelle, die wir einfach mal ausschließen können, wenn du dir ein Schnittmuster kaufst, das bereits ausgedruckt wurde. Dann gibt es auch noch die digitale Form von einem Schnittmuster, wo man es dann auf einen Stoff projiziert. Dazu braucht man dann aber auch noch die technische Ausrüstung, also irgendwie einen Beamer mit dem richtigen Abstand, Platz dafür und so weiter. Also wenn du ausgerüstet bist und schon Näherfahrung hast, super, da kannst du auch noch Geld sparen, sofern das Equipment dann amortisiert ist. Aber eben auch hier, wenn du Näheinsteigerin oder Näheinsteiger bist, lass die einfach mal weg und kauf das ganz gewöhnliche Schnittmuster. Noch ein wichtiger Punkt bei der Schnittmusterauswahl. Die Beschreibungen für den Nähablauf, die sind nicht immer in Deutsch. Also unbedingt darauf achten, dass du es auch in der Sprache bestellst, in der du es verstehst. Oder noch besser, vielleicht gibt es auch gleich ein Video dazu, wie es genäht wird. Dann ist es natürlich optimal für einen Näheinsteiger oder eine Näheinsteigerin. Und dann gibt es auch noch Schnittmusterhefte und Bücher. Der Vorteil bei denen ist, dass man für relativ wenig Geld sehr viele Schnittmuster bekommt. Der große Nachteil dabei ist allerdings auch, dass diese vielen Schnittmuster werden auf einen oder zwei große Schnittmusterbögen aufgedruckt. Also alle werden einfach übereinander gelegt, wie ihr hier sehen könnt. Das Ganze ist dann ziemlich unübersichtlich. Auch hier, wenn du schon Näherfahrung hast und du damit zurechtkommst, klasse, kannst du das so machen. Wenn nicht, lass doch die mal weg. Den zeitlichen Aufwand muss man hier auch berücksichtigen, denn diese Schnittmusterteile muss man alle erst abkopieren auf ein separates Schnittmusterpapier. Und dabei können sich natürlich auch wieder ein paar Fehler einschleichen, wenn man abrutscht bei der Linie oder aus Versehen die falsche kopiert und man sieht es dann einfach nicht mehr so gut auf dem extra Schnittmusterpapier, das man genommen hat. Wenn du dich für ein Schnittmuster entschieden hast, dann ist auch noch sehr wichtig zu wissen, ob es denn auch in deiner Größe verfügbar ist. Die Faustregel für die Größenbestimmung ist folgende. Für Oberteile und Kleider misst man die Oberweite. Für Unterteile, also Hosen und Röcke, misst man die Hüftweite. Die anderen Maße sind dann später für eine bessere Anpassung, aber für die reine Größenbestimmung sind es diese zwei Maße. Und so nimmt man selber Maße. Man nimmt ein Schneidermaßband und legt es um seine Brust, und zwar an der weitesten Stelle. Das Maßband sollte nicht zu fest angezogen werden, aber auch nicht zu locker sein, dass es einfach herunterfällt. Außerdem haben noch 1 bis 2 Finger Platz dazwischen. Dieses Maß schreibt man dann auf. Bei der Hüftweite ist es genau dasselbe. Nur hier ist es wichtig, dass die Hüftweite dort ist, wo der Po die weiteste Stelle hat. Also die Hüftweite ist nicht bei den Hüftknochen und dort, wo wir die Jeans vor x Jahren getragen haben, sondern die ist wirklich weiter unten.
Und wichtig ist auch, dass die Hüftweite nicht die weiteste Stelle der Oberschenkel ist. Also manche Leute haben unterhalb der Hüftweite noch ein paar Fettpölsterchen und dort hat man dann die weiteste Stelle der Oberschenkel. Das ist allerdings nicht die Hüftweite. Ein weiteres Kriterium, wenn man sein Schnittmuster aussucht, ist, ob es dann auch zu der Stoffvorstellung passt, die man hat. Und das bringt mich gleich zum nächsten Punkt und meiner Meinung nach dem schönsten Punkt der Vorbereitung, wenn es um Kleidung nähen geht, dem Stoff aussuchen. Und dabei gilt zu beachten, dass jedes Schnittmuster eine Stoffvorgabe hat. Das ist keine Empfehlung, sondern wirklich eine Vorgabe, an die man sich halten soll. Diese Stoffvorgaben sagen dann einem zum Beispiel, ob das Schnittmuster für einen nicht dehnbaren Stoff gemacht wurde, in einer leichten Qualität oder vielleicht aus einem dehnbaren Stoff in einer etwas festeren Qualität. Und hier ist es sehr wichtig, dass man sich an diese Stoffvorgabe hält. Denn wenn man nun zum Beispiel einen nicht dehnbaren Stoff wählt für ein Schnittmuster, das für einen dehnbaren Stoff gemacht wurde, dann kann es später sein, dass es Probleme gibt mit dem Sitz des Kleidungsstückes oder auch mit der Bequemlichkeit. Im allerschlimmsten Fall kommt man nicht mal in das Kleidungsstück rein, weil es nirgendwo eine Öffnung, einen Reißverschlussknöpfe oder so weiter hat. Deshalb für ein gelungenes Kleidungsstück unbedingt an diese Stoffvorgabe halten. Und sonst, wenn man mit der Stoffvorgabe nicht einverstanden ist, lieber ein neues Schnittmuster wählen, als sich nicht daran zu halten. Die benötigte Menge für das Kleidungsstück kann man ebenfalls auf dem Schnittmuster ablesen. Dazu muss man nur seine Größe wissen und die Stoffbreite. Dann kann man einfach aus der Tabelle lesen, wie viel Stoff benötigt wird. Hier gibt es noch 2 wichtige Punkte zu beachten. Zum einen können Stoffe beim ersten Waschgang noch eingehen. Wenn man so ganz auf Nummer sicher gehen möchte, kann man noch plus 10 cm Stoff einkaufen. Meiner Erfahrung nach ist das allerdings gar nicht nötig, denn die Schnittmusterhersteller berechnen die Stoffmenge in der Regel sehr großzügig. Also meiner Meinung nach kann man sogar noch ziemlich viel Stoff sparen, wenn man die Schnittteile einfach ein bisschen besser auf den Stoff auflegt. Und dazu habe ich hier eine kleine Zeichnung. Hier haben wir das Schnittbild, wie es vom Schnittmusterhersteller gezeichnet wurde. Wie du sehen kannst, muss man hier sehr viel Stoff kaufen, weil die Teile im Bruch zugeschnitten werden. Aber auf der Seite haben wir noch sehr viel Stoffresten, die einfach gar nicht benutzt werden. Wenn man sich allerdings jetzt noch die Zeit nimmt und den Stoff zweimal umfaltet, dass es 2 Stoffbrüche gibt, kann man unter Umständen ziemlich viel Stoff sparen, wie du hier sehen kannst. Hier habe ich das Ganze nochmal so dargestellt, dass man die beiden Webkanten zur Mitte hin gefaltet hat. Und nun hat man rechts und links eine Webkante. So hat man wirklich die ganze Stoffbreite ausgenutzt und somit kann man in der Länge sehr viel Stoff sparen, muss also nicht so viel einkaufen und hat schon mal ein bisschen was gespart fürs nächste Nähprojekt. Also wer wirklich Stoff sparen möchte, schaut zuerst das Schnittmuster an und ganz genau, wie der Schnittplan berechnet wurde. Das sind allerdings schon fast Profi-Tricks, also wenn du dein erstes Kleidungsstück nähst, mach's einfach mal genau nach Vorgabe, kauf genauso viel, wie du brauchst oder eben ein bisschen mehr noch zur Sicherheit, denn ich weiß genau, am Anfang kann es sein, dass man sich schnell mal noch ein bisschen verschneidet und einen Fehler gemacht hat. Das kann vorkommen. Hier noch ein kleiner Tipp. Wenn man den Stoff eingekauft hat, man schneidet zu und merkt, dass man einen Fehler gemacht hat, lohnt es sich, wenn man den Stoff jeweils schnell verarbeitet nach dem Einkaufen, denn im Worst-Case-Szenario kann man dann zurück in den Stoffladen und noch etwas mehr vom Stoff kaufen. Wenn man zu lange wartet mit dem Verarbeiten, kann es sein, dass er schon ausverkauft ist. Aber das nur als kleiner Tipp am Rande. Der beste Stoff für Nähanfängerinnen und Nähanfänger ist übrigens ein gewobener Baumwollstoff. Der geht wirklich am einfachsten zu verarbeiten, rutscht wenig, geht einfach zum Zuschneiden und dann auch beim Verarbeiten. Also fürs erste Projekt der beste Stoff, den ich empfehlen kann. Wenn man sich für einen Stoff entschieden hat, ist es wichtig, dass man den zuerst wäscht, bevor man ihn verarbeitet. Weil, wie gesagt, manche Stoffe können noch eingehen beim ersten Waschgang. Danach bügelt man ihn am besten erstmal einmal durch, damit man nirgends Falten hat, die dann den Zuschnitt beeinträchtigen. Und nun sind wir auch schon beim Stoffzuschnitt angelangt. Wenn du es so weit geschafft hast, dann kannst du dich einfach an den Nähbeschrieb des Schnittmusters halten.
Denn dort ist mit Abbildungen, manchmal sogar mit einem Video, ganz genau Schritt für Schritt erklärt, wie es jetzt weitergeht. So, ich hoffe, ich konnte dir jetzt ganz viele Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, dass du voller Selbstbewusstsein und Motivation gleich dein erstes Kleidungsstück nähen kannst. Ich würde mich freuen, wenn du deine Erfahrungen noch in den Kommentaren teilst und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nähen und bis zum nächsten Video.